Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema langfristiges Preisziel von Silber 360 im Jahr 2027. Disclaimer. Silber, langfristiges Ziel 360 im Jahr 2027. Im Wege der Ereigniskettenstrategie des 1000-Bäcker-Reports werden im aktuell laufenden Bullenmarkt Goldaktien bis Silber 50 vermutlich ihre Preisspitzen erreichen. Die Gewinne aus Goldaktien werden anschließend in Silber, Platin oder Gold reinvestiert, dass man erstens seine Gewinne in Hardassets sichert und zweitens am weiteren Bullenmarkt für Edelmetalle profitiert. Das Zwischenhoch von Silber von 50 wird voraussichtlich 2023, 2024 erreicht. In diesem Zeitraum sind die jeweiligen Gewinnmitnahmen aus Goldaktien durchzuführen. Die Silberhause dürfte bis ins Jahr 2027, 2030 weitergehen und Silber einen Wert von 350 bis 400 erreichen. Dieser Höhepunkt wäre dann auch das Ende der zweiten Ereigniskette Silber und eine Neuorientierung nach billigen Assets wäre der nächste Schritt. Zum Beispiel Standardaktien, Immobilien, Tech-Aktien der Zukunft. Ja, was meinen wir damit? Ähm, Goldaktien und Silberaktien sind derzeitig noch so absurd billig, sie sind im Grunde genommen nicht lebendig. Sie werden gerade zum Leben erweckt, das heißt, sie steigen von ganz, ganz niedrigen Centbeträgen durchaus auf 1 oder mehr. Das gibt es, diesen enormen Bewertungsaufschlag gibt es nur in der ersten Phase. Wenn das erstmal die Aktien bei 1 bis 2 sind, wird es vermutlich mit dem Anstieg des Silberpreises nur noch proportional mitsteigen. Gleichzeitig steigt selbstverständlich das Risiko, dass es Minenverstaatlichungen und Ähnliches gibt, staatliche Eingriffe aller Art. Also ist es eigentlich interessant, jetzt in Gold- und Silberaktien zu sein, um mehr Gold und Silber und Platin zu kaufen zu können und weil man dann auch dem Risiko von Kursrückschlägen, Verstaatlichungen etc. überhaupt ist man aus der digitalen Welt raus und hat einen Riesenbatzen Gold, Silber und Platin. Aber trotzdem geht ja die Kaufkraftzuweisung zu diesen Edelmetallen läuft ja weiter, weil möglicherweise, dagegen ist man dann auch geschützt, ein systemisches Event passieren kann. Banken sind geschlossen, trotzdem wächst die Kaufkraft von Gold und Silber und Platin durch die Panik in der Spitze. Das haben ja Experten berechnet. Egon von Greyerz ist da ja ein Experte für, aber auch Pierre Lassonge hat das schon mal berechnet, dass man ungefähr mit 5.000 bis 8.000 Kaufkraft in der absoluten Spitze heutige Kaufkraft für Gold rechnen kann und irgendwo 200, 400 für Silber. So, und von diesem Zeug sollte man natürlich in der Krise absolut genug haben. Und diese Spitzenwerte werden nicht lange anhalten, müssen dann rekonventiert werden. Das meinen wir dann mit dieser Ereigniskette ist dann auch vorbei. Das ist die zweite Ereigniskette. Und die dritte Ereigniskette sind dann Standardaktien, Immobilien, Tech-Aktien. Also die erste ist, wie gesagt, jetzt der Anstieg auf Silber Richtung 50. Wir profitieren überproportional gerade mit den Gold- und Silber-Penny-Stock, die gerade von den, sage ich mal, ansprechen, so von den da niederliegenden mit einmal von wenigen Cent auf 1 oder mehr steigen, kaufen dementsprechend mehr Edelmetalle, können einen systemischen Crash dementsprechend aussitzen, falls er kommt. Wenn auch nicht, läuft das hier wieder der Analyst meint eben bis 2027 360 Ich lege mich da nicht fest. Ich würde sagen, wir haben keine Glaskugel, keinem von uns ist es gegeben, es sind alles Ausnahmen. Wir können nur in Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt noch im Rahmen dieses Finanzsystems einen Anstieg Richtung 50 erleben, ist meiner Meinung nach groß, weil wir das A schon erlebt haben, eben 2011 und 1980, so niedrig ist das. Und danach wird es vielleicht problematisch. Also dann ist sozusagen die erste Phase vorbei. Die zweite Phase ist dann der Finale. Das kann möglicherweise ganz schnell gehen, dass dann Silber auf 200 bis 400 steigt, wird aber auch nicht lange da bleiben. Das muss man nicht bewusst machen. Man muss dann sozusagen eine Exit-Strategie haben, was man will dafür verkaufen. Je nachdem, gibt es noch Börsen, wird noch gehandelt, muss man Immobilien, muss man ganze Business kaufen, sonst was, das steht in den Sternen. Ich nehme mal an,
Irgendwas wird sich wieder reetablieren. Ich meine, so Top-Aktien wie Siemens und Bayer, BASF mehr oder weniger, klar, werden gewaltige Bewertungsabschläge gegenüber Gold haben, in der Spitze vielleicht um 90 bis 95%. Egon von Greyerz sagt das ja auch immer, wenn Sie mal seine Artikel lesen. Vielleicht geben 80 bis 90% aller Aktien, auch dieser Zeitgeist-Aktien, vorbei, aber ein Kern wird bleiben und diese Top-Aktien muss man eben kaufen. Und solange, weil sich das neue Finanzsystem, was auch immer dann etabliert, dann kann man sicherlich auch in allgemeine Zukunftstech-Aktien wieder langsam beginnen zu machen. Man muss aber eben sehen, bevor diese Preisspitzen bei Silber, also von 400, 500 Dollar heutige Kaufkraft, dann implodieren, dass man das auch wechselt, dass man seine Gewinne hat. Also deswegen sprechen wir von Dreiereignisketten. Und diese mittlere Ereignis, ich meine, im 1980 hätte man das nicht machen müssen. Da hätte man einfach Goldaktien kaufen können, die haben sich in der Spitze teilweise vertausendfacht und dann hätte man auf Berkshire Hathaway als Fonds kaufen können. Also im Grunde genommen mit Hilfe von Goldaktien hätte man schon immer, sage ich mal, in der zurückliegenden Periode immer bei Goldmanias, wir profitieren. Goldaktien haben große Gewinne und kaufen davon mehr, zum Beispiel Berkshire Hathaway. Wäre eine tolle Strategie gewesen, die 1980er Goldaktienhause zu nehmen, auch die von 1993, auch die von 2002, 2003, immer mehr Berkshire Hathaway. Aber wer kann das sagen, dass das so funktioniert, wenn wir jetzt, sage ich mal, unsere Digitalgewinne dann in solche Fonds zum Beispiel stecken? Da bin ich skeptisch und deswegen brauchen wir die Mittelstufe Gold, Silber und Platin, weil wir eben keine Kristallkugel haben, was in Zukunft kommt. Und Gold und Silber und Platin schützt uns in möglicherweise harten Verwerfungen, denn natürlich am besten. Das ist der Hintergedanke zu diesen Aussagen. Goldproduzent Arizona, Nevada, 23 Millionen Dollar, kanadische Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das ist ein Explorationsunternehmen mit 10 bohrbereiten Projekten im Südwesten der Vereinigten Staaten. Das Projekt Brown Canyon befindet sich auf dem äußerst aussichtsreichen Battle Mountain Goldtrend in Nevada, der etwa 2 Dutzend Goldminen über 100 Millionen Unzen beherbergt. Brown Canyon liegt etwa 20 Kilometer südwestlich der Goldmine Archimedes Ruby Hill im Tagebau. Dort gibt es Bohrergebnisse von 1,5 bis 9 Gramm pro Tonne. Dann haben sie das Gold-Silber-Projekt Eastside. Das ist 35 Kilometer von der Stadt Tonopah entfernt im bergbaufreundlichen Nevada. 72 Quadratkilometer groß, Low-Gold. Low-Grade Gold 0,54 Gramm pro Tonne, 4,3 Gramm pro Tonne Silber, was insgesamt 1 Million Unzen Gold und 7,8 Millionen Unzen Silber entspricht. Dann haben sie noch die Kastelzone, da ist eine Schätzung von 270.000. Also roundabout 1,3 Millionen Unzen Low-Grade, 0,5, also der Faktor ab zu 50%. Das Land ist allerdings, was die Jurisdiction, das Rechtsgebiet betrifft, sehr gut mit den USA. Und ja, wir kommen dann auf einen Potenzialfaktor von irgendwo in den 20ern. Und ja, das heißt, es würde bedeuten, von jetzt 22 könnte sie theoretisch auf 16 steigen. Und dass diese Aktie Potenzial hat, das lässt auch schon das Chart eigentlich erahnen. Sie sehen den Tiefpunkt. Sie wollte eigentlich schon von 2019, als ja der Goldbullenmarkt mehr oder weniger, glaube ich, 2018, 2019, ist ein Gold von 2200 langsam gestiegen. Diese Aktie eben wollte auch steigen. Dann wurde sie nochmal von der Corona-Krise nochmal dementsprechend runtergerissen. Das war einer der letzten günstigen Einstiegspunkte, wie Sie das hier sehen, 2020. Und das ging dann hoch hier bis auf 0,6 in der Spitze. Und seitdem ist es mehr oder weniger seitwärts gegangen bis zu den jüngsten Abstieg seit der Russland-Krise im Grunde genommen runter. Aber ganz offensichtlich hat auch diese Aktie den Boden gefunden. Wir haben ein höheres Tief als zur Corona-Krise und das All-Time-Tief, meiner Meinung nach attraktiv. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn sich Gold über 2000 Dollar etabliert, dass diese Aktie Richtung 1 marschiert und vielleicht auch mehr, wenn es dann noch höher weitergeht. Also sicherlich ein interessantes Unternehmen, unter einem daher, dass das Ganze eben leicht abbaubar ist, dass sie noch Explorationspotenzial in den Gebieten haben. Ein sicheres Rechtsgebiet, denke ich mal, ist immer ganz interessant anzusehen, die Aktie. Ja, hier nochmal die anderen Projekte, Goldfield West,
Ja, dort Gold, wurde hochgradiges Gold mit mehr als 33 Gramm pro Tonne aus einer großen Anzahl von flachen Schächten und Stollen innerhalb des Caldera selbst gefördert. Hauptsächlich in den Jahren 1905 bis 1920. Distriktproduktion wurde mit 4 Millionen Unzen angegeben. Overland Pass liegt etwa 90 Kilometer von Elko, Nevada. Overland befindet sich im südlichen Ende des Carlin-Trends, eine etwa 6,5 Kilometer nördlich der Bad Mountain Goldmine von Barrick Gold. Also der Carlin-Trend ist ein ganz berühmter, wird auch immer zitiert, ganz interessante Goldformation, die es so in Nevada gibt. Und das ist sozusagen einer der interessantesten Goldgebiete überhaupt. Die geologischen Gegebenheiten im Overland Pass sind jenen der Goldlagerstätte Alligator Ridge, etwa 18 Kilometer südlich und Rehn, sehr ähnlich, die beide mehr als 1 Million Unzen Gold produzieren. Oberflächenproben ergeben bis zu 15,5 Gramm pro Tonne. Also allein dieses Gebiet hat möglicherweise 1 Million Unzen und mehr, und das bei 15,5 Gramm pro Tonne. Und das ist nicht im Potentialfaktor eingerechnet, weil wir das noch nicht quantifizieren können. Aber zusätzliche Bohrergebnisse, Ressourcenschätzung in Zukunft, wenn der Goldhype kommt, können Sie sich ja vorstellen, was das mit dem Aktienkurs machen würde. Immer dasselbe. Whitehorse liegt etwa 74 Kilometer südlich von Vancouver, Nevada. Whitehorse wurde von einer Reihe von frühen Bergbauunternehmen erkundet, darunter Noranda, Freeport, McMoran sowie Columbus, die Geologie im Detail kartiert haben und viele der veränderten Oberflächenaufschlüsse beprobt haben. Ja, also die haben viele weitere Projekte, hochgradiges im Sich- und Rechtsgebiet. Also diese Ressource könnte noch massiv ausgebaut werden. Wie immer keine Empfehlung, sondern einfach mal einen Einblick geben sollen, wie, sage ich mal, so die typischen Projektgeneratoren hier unterwegs sind und was sie dementsprechend für Ressourcen haben. Und das muss man sich eben alles jetzt eben, wo es noch ziemlich depressiv ist, der Preis, das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn wir doch eine Manie haben, 2400, wo solche Aktien dann bewertet sind. Und das ist das Attraktive an der Geschichte. Ja, Goldaktienbullenmarkt 1970, da hatten wir das in extremster Form. Von 15 an 20 Cent ging es in einigen Fällen auf 15, 20, 40 Dollar hoch. Also aus 1000 Dollar konnte man eine Viertelmillion machen. Einfach unglaublich. Das muss man im Verhältnis setzen überhaupt mit dem Gold- und Silberpreisanstieg. Das steht in gar keiner Relation. Das heißt, wenn wir am Allzeittief Gold- und Silberaktien hohen Ressourcen kaufen, es kommt wirklich zu einer Gorelli, kann sowas eintreten. Darauf hoffen wir natürlich, dass sowas in der Dimension in der Art eintritt. Also was kann man jetzt noch machen? Ja, man kauft Penny Stocks mit großen Ressourcen, die völlig kaputt sind, und dann, wenn die Mania ist, stößt man das ab. Also Goldaktien sind überhaupt gar kein Langinvestment. Es ist wirklich nur so, wenn sie wirklich völlig kaputt ist und eine Goldmania zu erwarten, darf man sich gerne mal beteiligen, aus meiner Sicht. Also ich würde die Analogie benutze ich immer. Wir sind im dunklen Raum, wir haben Streichholz, wir entzünden sie, und dieser kleine Streichholz ist in der Lage, den ganzen Raum komplett zu erhellen und alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Problem ist nur, dass das nicht lange andauert. Und so ist es auch mit Goldaktien. Wenn sie dann hochglühen, muss man sie auch abstoßen. Also irgendjemand muss das kaufen. Und das ist wahrscheinlich dann die Leute, vielleicht ist so eine Vermutung, es gibt ja jetzt viele Gold- und Silberhortner, logischerweise, die, denen es so risikoreich ist, jetzt in Goldaktien zu investieren. Weil logischerweise ist es kein physisches Zeug, ist kein Geld außerhalb des Systems. Es ist eben risikobehaftet, ohne Zweifel. Ich nehme an, wenn Sie dann gesehen haben, dass Teile dieser Goldaktien oder der Nachbar oder was weiß ich mit Goldaktien für 50 oder für 100-fachung hingelegt haben, wenn zum Beispiel Gold bei 2300, 2400 ist, dann halte ich es für möglich, dass sie so angelockt sind von diesen Zielen, dass sie dann ihr physisches Gold und Silber verkaufen, um Goldaktien zu kaufen. Möglicherweise gibt es dann jede Menge Neugründungen, um auch zu suggerieren, dass sie auch ein hohes Potenzial haben und so weiter. Aber in Wirklichkeit wissen wir, es ist der Ende der Goldaktien. Das sind vielleicht die Leute, die sich jetzt nicht trauen, Goldaktien zu kaufen, denen wir dann Goldaktien verkaufen. Denkbar. Aber schreiben Sie in die Kommentare, wie Sie das sehen, wer das dann kauft. Oder ist es einfach die pure Verzweiflung, diese Riesengelder, sie müssen raus aus dem System, und sind es die Milliardäre? Ich meine, das ist auch nochmal ein Gedanke, dieser Bill Gates hat doch, hat er 15, 20% der landwirtschaftlichen Fläche der USA gekauft? Also der hat sein ganzes Geld angelegt in physische
Sachen. So, das ist landwirtschaftliche Sache, aber in irgendeinem Punkt machen die dasselbe mit diesen Explorationsgebieten, mit den großen Gebieten. Und das ist interessant. Und wenn es zu diesem Phänomen kommt, dass die Großen komplett sich eindecken mit diesem Zeugs, dann treibt das natürlich diese Kurse erstmal in den Dollarbereich. Und wir haben schon unser Ziel erreicht. Und in einigen wenigen Fällen, oder vielleicht gar nicht so wenigen Fällen, wie sie in den 1970er Jahren sehen, geht es dann drüber hinaus. So, und dann kaufen wir mehr physische Ware. Zum anderen können wir davon unsere Rechnung bezahlen, ohne physische Ware verkaufen zu müssen. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Es hilft vielleicht auch bei einem temporären Goldverbot, weil wir haben immer durch Quellen an Cash zu kommen. Es gibt viele Vorteile von Goldaktien, aber es wird, wie die Analogie mit dem Streichholz gewesen ist, es ist ein temporäres Phänomen, dem muss man sich bewusst sein. Es ist keineswegs ein Langfristphänomen. 1000-Wecker-Report, also wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, eben was kann man kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist. Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich Ihnen auch anbieten, finden Sie alles verlinkt unten im YouTube-Anhang. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das Unternehmen ist erwähne ich deshalb immer, dass man, sage ich mal, eine Alternative zum reinen Edelmetallehändler hat. Also da kann man überweisen, keine Mindestsumme und das Geld ist sofort im Zollfreiheit in der Schweiz gut geschrieben. Sie können sich auch ausliefern lassen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel größere Mengen bewegen und es ist schwierig mit den Edelmetallen, es sind lange Schlangen oder sonst was, kann dieses Unternehmen eine Alternative sein. Denn da wurde vom Management gesagt, dass sie in jeder Krise immer genügend physisches Gold und Silber kommen. Das ist eben jemand, der die Bezugsquellen hat, genau oder beziehungsweise genau im Auge hat. Da war letzten Tage eine Meldung, müssen wir auf der Webseite sehen, dass sie da mehrere große Silbermengen aus England zusammengekauft haben. Also da landet eben beispielsweise das Geld, das England eben verkaufen muss oder über England läuft eben in solchen Unternehmen. So, wenn man die Bezugsquelle gut hat und immer rankommen kann und sich darauf fokussiert, das können Sie als Privatperson nicht und so weiter. Sie müssen dann, sage ich mal, die Storys der Gold- und Silberhändler, die natürlich auch ihr Geschäft machen wollen, glauben. Ne? Und da werden viele versuchen, ordentlich raufzuschmeißen. Also das ist zumindest eine Alternative, die man sich mal anschauen sollte, aus meiner Sicht. Ja, generell natürlich Gold.de, immer bevor man überhaupt Gold und Silber kauft, auf Vergleichsportale gehen, dass man nicht überteuerte Ware kauft. Zum Beispiel im Übrigen wurde mir zum Beispiel ein Schweizer Edelmetaller mitgeteilt, dass sie sowas wie einen Einkaufstourismus zum Beispiel aus Deutschland haben, seitdem die Mehrwertsteuer für Silber erhöht worden ist. Hier ist die Mehrwertsteuer 7% auf Münzen sowie auf Baren. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine Alternative. Nützliche Information, Kontakt, ja. Mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten? Welchen Broker in der Schweiz? Wo kann man Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein? Langfristcharts und Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX und GDXJ, Goldaktien-Gold-Ratio, auch Buch über Goldaktien, ja, internationale Diskussionsportale, da werden Goldaktien wie bei COCA diskutiert, ist auch verlinkt, weitere Informationen und Videos von Experten. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, stehe ich hier unter der Telefonnummer zur Verfügung. Sobald ich Zeit habe, würde ich Sie dann zurückrufen oder schreiben Sie auch einfach eine Mail. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Ja, besten Dank und bis zum nächsten Mal.